Zweifelst du noch oder glaubst du schon? Und viele Menschen haben es genau so gehört. Zweifel und Glaube schließen sich gegenseitig aus. Aber in diesem Video möchte ich die Frage anders stellen. Nämlich, glaubst du noch oder zweifelst du schon? Bist du auch mit der Idee aufgewachsen, dass Glaube und Zweifel sich gegenseitig ausschließen müssen? So als befinden sich Glaube und Zweifel als zwei Punkte auf einem Schieberegler und du schiebst den Schieberegler am besten ganz zu dem Begriff Glaube hinüber und nicht irgendwo in der Mitte. Es ist schwarz oder weiß. Und das ist auch etwas, was bedrücken kann. Wer nicht zweifeln darf, wird vermutlich auch viele Mühe haben mit Glauben. Denn Sicherheit kommt nicht aus der Verbannung von Zweifel. Und das ist das Thema, womit wir uns hier auseinandersetzen werden. Manche Leute können auch sofort eine Bibelstelle zitieren, dass Glaube Sicherheit ist, die zuversichtliche Annahme der Dinge, die wir glauben. Aber ich werde jetzt diese Stelle nicht zitieren, denn mir geht es um etwas anderes. Es geht nicht darum, Sicherheit auszublenden, Sicherheit unmöglich zu machen, sondern zu fragen, warum wird der Begriff Glaube für viele Menschen verwechselt mit einer Scheinsicherheit, mit einer Gewissheit, die alle in der Gemeinschaft scheinbar mittragen, aber leider eben nicht für alle Menschen zutreffen. Viele Menschen, die sehen vor sich auf dem Podium, auf der Kanzel, Pastoren stehen und die strahlen eine Freude und Euphorie und eine Sicherheit aus, von der man selbst nur träumen kann. Und wenn man dann mit dieser stillen Anforderung, ich muss doch so werden wie er, konfrontiert ist, dann kann man selbst sehr klein und verletzlich im Gefühl werden. Die richtige Freiheit zu glauben liegt aber darin, dass man authentisch ist und auch Dinge nicht sicher weiß. Und das, glaube ich, kann man nicht genügend betonen, vor allem für die Menschen, die in ihrer Glaubensumgebung, in ihrer Glaubensgemeinschaft, in ihrer Kirche oder Freikirche oder Hausgemeinde, wo immer auch, die müssen überall sicher sein. Aber es gibt viele Menschen, die sind unsicher von sich aus. Und das ist nicht nur negativ, das hat auch positive Seiten. Die entscheiden sich einfach nicht zwischen Schwarz und Weiß, sondern denken vielleicht eben ganz differenziert über viele Dinge nach und können sich nicht zu 100% auf eine Seite schlagen, zum Beispiel. Die Sicherheit, die also vorgetragen wird, die Sicherheit, wozu man ermutigen möchte, die Sicherheit bleibt in großen Teilen jeder Gemeinde, denke ich, auf die Strecke. Und Authentizität wird dann eben nicht durch aufgesetzte Sicherheit erreicht, sondern durch Verletzlichkeit, durch die Aussage, sorry, ich weiß es jetzt gerade auch nicht, aber wie können wir das angehen? Wie können wir das machen? Und ich denke, viele Bibellehrer, die verfallen auch in eine Idee, dass sie Sicherheit vermitteln müssen, dass sie mit Bibelstellen alles zementieren können, was sie sagen, und dann ist es damit sicher. Und wenn man das brav nachsagen kann, dann hat man das verstanden und dann hat man dieselbe Sicherheit. Aber das sind Trugschlüsse, das funktioniert leider nicht so. Also diese Sicherheit im Glauben, die kommt nicht aus einer aufgesetzten Sicherheit, sondern durch eine Verletzlichkeit. Sie kommt durch ein gelebtes Vertrauen, das heißt Gott kennenlernen, mich ihm anvertrauen, auch wenn ich nicht alles weiß, auch wenn ich nicht sicher bin. Wir können uns vielleicht Sicherheit im Glauben, die Abwesenheit von Zweifel, vielleicht so vorstellen, wir glauben und vertrauen bis an eine Grenze und hinter der Grenze, da ist die Unsicherheit, da ist der Zweifel.
Aber die Welt ist größer. Wir bewegen uns in der Welt. Wir haben um uns herum sozusagen eine Blase an gutes Gefühl, an Sicherheit. Die Blase kann ganz dünn sein, sie kann ganz groß sein. Wie immer das sie ist, sie hat irgendwo außen dran eine Grenze und außerhalb dieser Grenze, da wohnt Zweifel. Und Zweifel ist nicht, wofür wir hier einstehen, sondern es geht um, wie kann ich mein Leben gestalten. Wenn ich nicht zweifeln darf, dann sagt man, es gibt keine Grenze, wo mein Verstehen endet und ich danach einfach Ungewissheit spüre. Zweifeln ist das Zulassen von Ungewissheit. Und Ungewissheit ist etwas, womit wir in dieser Welt leben. Es ist also nicht wieder den Glauben, wenn ich Ungewissheit zulasse, sondern es ist die Annahme der Realität in meinem Glauben. Auf der Grenze von Gewissheit und Ungewissheit, von Glaube und Zweifel, da erscheint plötzlich eine Möglichkeit. Also wer Zweifel zulässt, der kann an dieser Grenze von hier fühle ich mich noch sicher und wohl und das stimmt für mich und über diese Fragen getraue ich mir gar nicht nachzudenken. Dahinter ist dann so genannt der Zweifel über bestimmte Lehren, über Vorstellungen, über gibt es Gott überhaupt und wie ist das jetzt mit Jesus und all diese Fragen mehr. An dieser Grenze kann man wachsen und erlaubt man sich selbst zu zweifeln, dann erlaubt man damit auch, dass man wachsen kann im Glauben. Denn wer alles schon sicher weiß und alles erklären kann, ne, und das ist die Gefahr bei vielen Bibellehrern, dass sie vermeintlich alles wissen, das ist ein Quark. Das wissen sie gar nicht. Das ist eine Scheinheiligkeit. Das ist keine Heiligkeit, das ist nicht die Verletzlichkeit und Authentizität, die man als Mensch zum Glauben bringen muss. Glaube kommt zu dir, weil du Mensch bist und du bist Mensch mit Unsicherheit, mit Fragen. Und wenn dann jemand kommt und der stellt ja alle Fragen ab, was kannst du noch leben? Das ist problematisch. Das heißt, wer Zweifel zulässt, der setzt so etwas wie ein neuer Motor in seinem eigenen Gefährt, der kann wieder fahren. Das ist, dass er einfach wieder Sprit auftankt, damit er wieder fahren kann. Das ist, damit er viele Fragen geschenkt bekommt. Zweifel ist ein Geschenk, wodurch man Neues probieren kann, wodurch man Neues untersuchen kann, wodurch man die unbequeme, die dunkle Ecken der eigenen Fragen nachgehen kann. Es ist die Frage, wohin führt das? Und das ist nicht immer unbequem, aber es ist authentisch. Und deswegen, wer zweifelt, ist authentisch dran. Und die Frage ist nur, was soll ich dann machen? Soll ich dann einfach weiter zweifeln? Manche Leute, die bleiben gerne im Zweifel hängen. Ich möchte das auch mal gleich nennen. Wer einfach im Zweifel hängen möchte, weil das ist ein bekanntes Gefühl und dann muss ich auch keine Rechenschaft ablegen und dann hänge ich in der Ungewissheit und da will ich eigentlich auch bleiben, der hat ein ganz anderes Problem. Aber viele Menschen, die kommen gar nicht so weit, dass sie aus Bequemlichkeit in Unsicherheit hängen, sondern Menschen, die haben tatsächlich ein Bedürfnis, etwas zu verstehen und manche Gemeinschaften, da darf man nicht nachdenken über Zweifel. Zweifel ist, wenn du zu wenig Glauben hast. Und wer zu wenig Glauben hat, der glaubt nicht richtig. Und wer nicht richtig glaubt, der hat die Gefahr, dass er in der Hölle landet zum Beispiel. Dass er alles verliert, was wichtig ist. Zu wenig Glauben, nicht richtig Glauben, das sind alles riesengroße Druckmittel von repressiven Gemeinschaften, die nicht glaubensfördernd sind, sondern glaubenshemmend funktionieren. Wer nicht alles sicher weiß, kann natürlich zu mehr Sicherheit kommen, aber das wäre ein Prozess.
Und man kann sagen, okay, wer nicht alles weiß, der kann sich entfalten. So wie der Spruch heißt, wer am Morgen ganz zerknittert aufsteht, hat am Tag die meisten Entfaltungsmöglichkeiten. Und so ein witziger Spruch hat einen Kern von Wahrheit. Denn wer schon bereits perfekt geglättet aus dem Bett aufsteht, der kann nichts mehr entfalten. Und es ist wichtig, die Zerknittertheit der Menschen, man nennt das auch Sünde, man nennt das auch weiß ich was, aber die Unvollkommenheit des Menschen, die muss man nicht zelebrieren auf ewig, aber die kann man als realer Ausgangspunkt für den heutigen Tag anerkennen und sagen, und jetzt, was mache ich damit? Das heißt, dass Zweifel, dass Unvollkommenheit, das Fragen etwas Gutes sind. Sie nachzugehen ist etwas Gutes. Und manchmal, da kommen Leute und die haben eine Lehre gelernt oder standen in einer Gemeinschaft, die von vermeintlicher Sicherheit lebte. Und dann haben sich Zweifel geregt und man hat entdeckt, es stimmt vielleicht so nicht. Und man hat dann umdenken gelernt. Dann kann man vielleicht entdecken, oh, da gibt es eine andere Lehre, die besser ist. Ich habe bestimmte Bibelstellen übersehen, jetzt kann ich die besser einordnen und jetzt gibt es neue Bibelstellen, die habe ich bis anhin einfach gar nicht gesehen und lerne damit umgehen und habe ein ganz anderes Bild bekommen. Da gibt es noch ein weiteres Problem. Wer unsicher ist über einen alten Weg, aber sicher ist für einen neuen Weg, der macht einen Switch. Aber der bleibt vielleicht in einem Schwarz-Weiß-Denken sitzen, wie es absolut richtig ist und was absolut falsch ist. Die Hölle ist richtig, die Allversöhnung ist falsch. Da fangen viele Menschen an, habe ich auch angefangen. Und dann kommt man vielleicht zur Annahme, die Allversöhnung ist richtig, die Hölle ist falsch. Und dann hat man entdeckt, dass man einen Bären aufgebunden bekam mit der Idee einer Hölle. Aber wenn man da dann stecken bleibt, dann ist man immer noch in einem Schwarz-Weiß-Denken gefangen. Und es geht für viele Leute auch da nicht weiter. Sie haben Zweifel, ist das dann die richtige Art zu glauben? Zu etwas Ja zu sagen, etwas anderes abzulehnen, etwas als weiß zu sehen, das andere als tiefschwarz? Gott oder der Teufel, so in einem bipolaren Weltbild gefangen zu sein, auch das ist keine Lösung für viele Menschen. Und sie zweifeln an der Richtigkeit solcher absoluten Annahmen und sagen, Moment, da ist doch vieles doch gar nicht geklärt. Und jetzt muss ich das oder will ich, dass dieser Glaube in meinem Leben wirksam wird, aber das hängt doch nicht von Bibelstellen allein ab. Es geht doch auch darum, was ich damit mache. Und damit meine ich nicht irgendeine Ethik oder irgend sowas, sondern ich will in meinem Leben und muss in meinem Leben immer wieder Fragen neu stellen und finde dann gelegentlich auch zu neuen Antworten, die besser mit meinem Alter, mit meinem Verständnis dieser Welt zusammenhängen. Und das ist ein Wachstum und dieser Wachstum, denke ich, der vollzieht sich in allen Lebensstufen und deswegen sind sie und sollten sie auch Teil jeder lebendigen Gemeinschaft sein. Zweifel gehört dazu. Zweifel gehört dazu, weil Fragen dazugehören. Fragen gehören dazu, weil wir uns ändern und immer wieder neu über die gleichen Fragen nachdenken können und dürfen und wir müssen nicht immer zu den gleichen Schlüssen kommen. Das fordert natürlich ein Umdenken, das ist anspruchsvoll. Nicht jeder ist bereit, anspruchsvoll nachzudenken. Manche lehnen das ab und sagen, ich will immer schön das glauben, was ich schon immer geglaubt habe. Ja, das kann sein. Aber es gibt auch Leute, denen das nicht genug ist. Die wollen ganz bewusst nachdenken und sich auseinandersetzen. Und immer wieder, weil sich das als kostbar erwiesen hat. Man hat Reichtum entdeckt und später im Leben vielleicht neuer Reichtum entdeckt. Und das ist vermutlich nicht das Ende, also es geht noch weiter. Wohin geht der Weg? Ich habe angefangen zu laufen und bewege mich jetzt in eine Richtung. Und jetzt, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mit der Bibel umgehen? Wie kann ich mit alten Glaubensvorstellungen umgehen? Muss ich das irgendwie alles immer rechtfertigen oder habe ich so massive Zweifel, dass ich die Welt gerne einmal neu denken möchte? Wer befreit mich aus dem alten Denken und wer erlaubt mir, neu nachzudenken? Und ich glaube, dass dieser Prozess von Dekonstruktion und Rekonstruktion zu uns als Menschen gehört
und auch Teil von jeder lebendigen Gemeinschaft sein müsste. Und dafür benötigt es in einer Gemeinschaft, in einer Kirche, in einer Freikirche, da benötigt es eine Lernkultur. Und Lernen heißt, dass man gemeinsam Fragen stellt. Und natürlich braucht man guten Input, natürlich kann man sich auch an der Bibel orientieren, aber liest man Texte zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum 10. Mal, kann vielleicht trotzdem etwas Neues aufleuchten und man kann neue Dinge als wichtig erachten, einfach weil man andere persönliche Fragen hat. Und dieser Wachstumsprozess, dieses Lernen, dies immer wieder neu nachdenken über dieselben Themen, ist bereichernd, ist gut und sollte man fördern. Es ist nicht so, dass jemand alles weiß, das ist nicht so. Paulus schreibt im Epheserbrief, dass wir zusammen mit allen Heiligen verstehen, die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe und zu erkennen die Liebe von Christus, die allem Denken übersteigt, der allem Kennen und Erkennen übersteigt und damit auch jeder Bibelkenntnis übersteigt. Es gibt Sachen, die sind nicht an Bibelkenntnis orientiert, da geht es um anderes. Und das ist etwas, das wir zusammen in der Gemeinschaft entdecken können. Und dafür müssten wir wie auch Zweifel gegenüber offen sein und nicht denken, wir dürfen nicht zweifeln. Denn Glaube, richtiger Glaube, lebendiger Glaube, der kann Zweifel zulassen.